Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe als erstes meine Leinwand noch so ein bisschen ausgebessert. Ich habe hier zum Beispiel die Spannkeile reingetrieben und einmal festgehämmert, damit die nicht wieder rausfallen. Und dann habe ich hier diese lose Leinwand hinten auch nochmal nachgetackert. Das Maß ist übrigens 60 x 80 cm, nur zur Info. Und da wird auf jeden Fall ein schönes abstraktes Gemälde draus entstehen mit viel Gold. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe mir erstmal die Grundstruktur ein bisschen vorgezeichnet und dann kommt als erstes die Spachtelmasse drauf. Und die verteile ich jetzt einmal komplett über die Leinwand mit meinem Spachtel und ziehe die einmal so quer und mit Fokus auf der Mitte. Und mit diesem Malmesser, was hier diese spezielle Form hat, möchte ich wie so kleine Kästchen oder Rechtecke in die noch nasse Spachtelmasse reindrücken. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens alle Materialien, die ich dafür verwendet habe. Und ihr könnt natürlich auch jede andere Spachtelmasse benutzen. Ihr müsst nicht dieselbe haben wie ich. Es tun auf jeden Fall auch andere und wahrscheinlich auch günstigere. Wichtig ist nur, dass es eine feine Spachtelmasse ist und dass es eine ist, die für Gemälde geeignet ist. Also am besten eine, die einen Acrylanteil mit drin hat, damit später das Gemälde auch elastisch bleibt und die nicht herunterbröselt, weil wenn man zum Beispiel eine aus dem Baumarkt nimmt, dann löst sich die halt ganz gerne auch mal von der Leinwand, weil die halt nicht haften bleibt. Also ist halt rein physikalisch nicht gut, wenn ihr einfach irgendeine Spachtelmasse verwendet. Es sollte schon eine mit Acrylanteil sein, die dann elastisch ist. Ja, oben und unten habe ich das auch alles nochmal so ein bisschen mehr geglättet, damit der Fokus wirklich auf dieser mittleren Ebene ist. Und da möchte ich halt die meisten Elemente an Struktur haben. Die verwendeten Farben findet ihr natürlich wie immer auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da findet ihr auch den Link zu meinem Shop oder meinem PayPal, falls ihr mir eine Spende dalassen möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall immer über eure Unterstützung, über ein Like und ein Abo und wenn ihr meine Videos bis zum Ende schaut. Aber jetzt erstmal weiter mit dem Bild. Ich möchte bei dem Bild auf jeden Fall in der Mitte die goldigen Farbtöne haben. Also da habe ich jetzt dieses Sienna und das Burnt Umber und ein Ockerfarbton noch mit reingemischt und halt mein Cadmiumgelb. Und die mische ich jetzt einfach nach Lust und Laune so ein bisschen zusammen. Was mir an dem Punkt auf jeden Fall wichtig war, ist, dass die Farbe auch in diese ganzen kleinen Ritzen eben reingeht, damit ich später dann nochmal so ein bisschen drüber lasieren kann und das dann so einen leicht transparenten Effekt gibt. Deswegen muss die unterste Schicht jetzt erstmal sorgfältig eingearbeitet werden. Ich habe hier allerdings auch ein paar kühlere Farbtöne mit drin, damit es nicht zu einseitig wird. Das ist einerseits das Pastelllila und natürlich ein Titanweiß, aber auch ein Parisian Blue. Das ist ein gräulicher Blauton, so ein pastelliger Blauton von Sostrene Grene. Für die großen hellen Flächen verteile ich die Farbe jetzt erstmal mit so einem schönen breiten Pinsel.
Das Titanweiß kann ich damit auch sehr schön einarbeiten und dann ziehe ich mir die Farbe einfach so ein bisschen runter, nehme immer ein bisschen was von der oberen Farbe bzw. von den wärmeren Farben auch gleich mit rein, damit ich die Zwischenfarbtöne damit gestalten kann. Hier nehme ich mir wieder ein bisschen Farbe runter, weil ich gleich auch mit dem Malmesser reingehen möchte. Und da kann ich quasi die Farben, die ich unten drunter habe, wieder so ein bisschen rausbringen. Das Bild soll unten auch etwas dunkler werden als oben, damit dieser illuminierende Farbeffekt entstehen kann. Also ich möchte, dass es so aussieht, als ob so Sonnenstrahlen durch dieses Gold hindurch leuchten und unten eher so die Erde ist oder wie so eine Art abstrakte Landschaft und oben halt der Himmel, der halt so von Gold durchleuchtet wird. Hier kann man auch sehr schön diese Struktur nochmal sehen und ich ziehe jetzt mit dem Pinsel die hellen Farben auch nur noch ganz leicht rüber, also ich übe da nicht viel Druck aus. Ich habe jetzt hier wieder dieses spezielle Malmesser in der besonderen Form und da arbeite ich auch diese kleinen Kästchen noch mal ein bisschen mehr aus, damit es wirklich so aussieht wie so ein goldenes Funkeln am Ende. Hübsch ist es auch immer, wenn man so ein paar Highlights setzt, also mal hier einen hellen Ton und mal da. Bloß nicht zu viel an einem Punkt, sonst wirkt es wieder zu überladen, aber einfach so ein paar dezente Highlights machen das Ganze am Ende auch aus. Das Bild muss jetzt einmal komplett durchtrocknen, am besten über Nacht. Das ist jetzt der nächste Tag und ich habe hier meine Anlegemilch und die trage ich erstmal mit einem Pinsel und einem Schwämmchen auf. Das Schwämmchen habe ich dafür, dass ich die Überschüsse ein bisschen abtupfen kann. Weil ich ja auch in diese Ritzen reinkommen möchte, muss ich natürlich ein bisschen mehr Anlegemilch auch da reingeben.
Die Anlegemilch ist ja recht flüssig, deswegen kann ich hier die Überschüsse, die sich da in den Rillen angesammelt haben, so ein bisschen mit dem Schwämmchen wieder raustupfen, dass es einfach nicht zu nass an einer Stelle wird, weil sonst hält am Ende das goldene Blattmetall nicht. Die Anlegemilch sollte jetzt ca. 20 bis maximal 25 Minuten antrocknen, dann hat sie die richtige Klebekraft erreicht. Und ich benutze immer dieses Schlagmetall hier in Mittelgold gelblich. Steht auch in der Videobeschreibung alles drin. Und hier prüfe ich jetzt auch mal nach den 20 Minuten, ob die Klebkraft schon richtig ist. Und ja, es ist richtig. Und deswegen fange ich jetzt auch an, hier mein Schlagmetall anzulegen. Mit diesem Rundpinsel reibe ich das dann auch immer noch mal so rein. Da kann ich auch die überschüssigen Partikel noch mal schön mit lösen. Ja, das ist jetzt hier das Endergebnis. Ich habe mir das erstmal an die Wand gehängt, um zu gucken, ob ich zufrieden damit bin oder ob ich nochmal was verändern möchte. Aber ich finde es ehrlich gesagt so cool, wie es gerade ist. Und ich will mir das auch nicht zerstören. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Ich bin ja jemand, der gerne nochmal drüber malt. Aber in dem Fall fand ich es einfach wirklich gut so. Und es kommt auch wirklich dieses schöne Funkeln rüber, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.